Also heutzutage fühlen sich immer mehr Menschen einsam, besonders in großen Städten. Jeder sechste Mensch weltweit fühlt sich einsam und besonders junge Erwachsene sind betroffen. In Deutschland sind es 51% der jungen Erwachsenen. Leider lösen bestehende Apps dieses Problem nicht, denn immer wieder treten typische Probleme auf, wie Ghosting, kein Gesprächsstart oder sinnlose Gespräche und halbleere Treffen. Unser Gedanke war, was wäre, wenn nicht Menschen gezwungen werden, mehr sozial zu sein, sondern das System besser gestaltet wird? Ich bin Elisaveta und zusammen mit Moritz, Alisa und Amy möchten wir eine App erstellen, die das ändern soll. Sie heißt Stammtisch. Für wen ist unsere App gedacht? Für Studierende, internationale Studierende, die gerade neu in der Stadt sind, für Expats, die hier leben, aber nie über ähm, oberflächliche Bekanntschaften hinausgekommen sind. Also für alle, die merken, mein Freundeskreis wächst einfach nicht mehr. Und was tun wir in so einer Situation? Wir scrollen, wir liken, wir warten, aber echte Freundschaften entstehen nicht im Chat. Die entstehen beim zweiten Kaffee, beim gemeinsamen Lachen, beim einfach Zusammensitzen. Also unser Ziel, dass es für Erwachsene wieder selbstverständlich wird, neue Menschen kennenzulernen, nicht online, sondern von Angesicht zu Angesicht. Stammtisch ist keine Dating-App, keine Networking-Plattform, einfach ein Ort, wo neue Freundschaften beginnen können. Die Seite muss man sich jetzt erstmal so vorstellen, dass sie auf zwei verschiedene Zielgruppen angerichtet ist. Zum einen den ganz normalen User, der quasi irgendeinem Stammtisch beitreten will, und zum anderen auch eine Venue, die sagen will, sie will selber Stammtische erstellen. Und genau, fangen wir einmal an mit den Usern. Wir haben so die Idee gehabt, dass wir quasi zum einen, beziehungsweise es insgesamt drei Möglichkeiten gibt, dass Stammtische entstehen. Die erste Idee, dass wir selber Stammtische kuratieren, also selber Events erstellen und die dann quasi mit Cafés absprechen und dann quasi die Themen festsetzen und dann quasi man hier auf dieser Evening-Seite die findet, dann auf Join gehen kann und dann quasi die hier bei My Evenings auftauchen und wenn es soweit ist, quasi man dort dann beitreten kann. Und die andere Seite ist dann quasi für die Venue, die manchmal natürlich auch selber diese Events erstellen will. Und dort haben wir dann dieses My Venue, die My Venue-Seite. Und besonders bei Cafés ist es ja oft so oder bei Bars, dass es so gewisse tote Uhrzeiten gibt, bei denen es irgendwie man Personal bezahlt, aber einfach nicht so viele Kunden da sind. Und das kann man dann hier quasi eingeben bei Quiet Windows. Zum Beispiel, wenn man sagt, es ist jetzt Early Evening oder Evening, dann kreuzt man das hier an. Und dann hat man als Café zwei Möglichkeiten, wie man Events erstellt. Zum einen entweder, wenn man selber nicht so kreativ ist und nicht so die sich die Mühe machen will oder nicht die Lust hat, jetzt noch zu überlegen, was für Themen könnte ich da machen, dann sind da immer für jedes Café 5 Vorschläge, die quasi von unserer Seite kreiert sind, wo man sich so reinschauen kann und sagen kann, okay, finde ich gut. Und wenn ich das gut finde, kann ich hier auf Hostess klicken und dann findet es quasi in meinem Café statt. In unserem Fall sind wir jetzt ein bisschen kreativer und sagen, wir createn unser eigenes. Und da haben wir das auch einmal kurz hier vorgeschlagen. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal ein Event bei uns im Café erstellen, was sich um TV-Shows Adaptions von klassischer Literatur beschäftigen. Dann geben wir hier einmal den Titel ein und dann das Datum, wann es stattfinden soll. Sagen wir jetzt einfach mal äh, jetzt in 2 Minuten. So. Dann können wir noch eine kleine Beschreibung dazu schreiben, was wir irgendwie so als Themenbeschreibung haben sollen, was so stattfinden soll und sagen, wie viele Leute wir heute da begrüßen wollen oder begrüßen können und können dieses Event createn. Und wenn man dann als Kunde quasi auf die Evenings schaut, dann sieht man zum Beispiel hier, das interessiert mich, gehe ich hier auf Join und dann kann man hier quasi auch das Event starten. Weil das Problem ja oft ist bei solchen Events, wenn man auf Leute trifft, die man noch nicht kennt, dass man nicht so richtig einen Gesprächseinstieg hat und nicht so richtig die Themen findet, die Fragen findet, damit quasi ein gutes Gespräch entsteht und nicht nur so, hey, ich bin der und das mache ich. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass man durch KI quasi zu jedem Event so 5
Icebreaker-Fragen generieren lassen könnte. Und in dem Fall jetzt hier bei Filmen und TV-Shows, Adaption zum Beispiel die Frage, what is a classic book or story that you have always meant to read, but haven't gotten to yet? Und die Idee ist quasi, dass diese Fragen da sind, wenn man irgendwie nicht so einen richtigen Gesprächsanfang findet. Aber je länger der Abend geht, dass man sich umso weniger auf diese Fragen verlassen kann, weil einfach ein natürliches Gespräch dadurch entsteht. Ähm, und genau, das ist dann quasi für jedes Thema einzeln generiert und zu jedem Thema verschiedene kreative Fragen. Und genau, wenn man dann einmal durch ist, hat man dann quasi so 5 Fragen zur Auswahl gehabt. Und genau, das war eigentlich so die Seite. Und die Idee ist dann quasi, nachdem so ein Event vorbei ist, dass man dann sich schon im Vorab anmelden kann für das nächste Event von dieser Themenreihe, weil es ja dann so ein bisschen auch dieses Stammtischprinzip ist. Das heißt, wenn man einmal da ist, hat man quasi den Vorteil, dass man sich schon mal so einen Platz vorab sichern kann. Und aber wenn man quasi dann sagt, dass man nicht mehr hinkommen kann, dann wird der Platz wieder frei und Leute, die sich zum Beispiel auf die Warteliste haben setzen lassen oder die das Event dann später einfach noch mal sehen, können dann einfach wieder joinen. Und genau, jetzt machen wir einmal noch mal weiter mit der Präsentation. Zu unserem generellen Geschäftsmodell. Und zwar haben wir uns gedacht, einfach um unsere wahrscheinlich hauptsächlich junge Userbase nicht zu entfremden, würden wir das Ganze auf Nutzerseite kostenlos machen, also eine kostenlose App, allerdings mit In-App-Werbung, weil irgendwie muss man sich ja finanzieren. Aber allerdings, wir haben ein genaueres Modell auf der Venue-Seite, und zwar als Venue zahlt man immer eine Sichtbarkeitsgebühr, um quasi als Venue angezeigt zu werden, einerseits als Option und andererseits, um eben durch einen Subscription-Style-Service das Venue-Profil zu erhalten, dass man überhaupt die Events erstellen könnte. Und zwar, also das Problem, dass Treffen nie wirklich stattfinden, das gibt es bei uns eigentlich nicht, weil wir haben gar keinen Chat, sondern die Leute treffen sich direkt persönlich. Das mit Gesprächsstart, das hat Moritz schon ein bisschen erwähnt, dass halt in unserem Team die themenbezogenen Fragen vorgeschlägt werden, sodass das dann leichter ist, ins Gespräch zu kommen. Und um Hauptproblem von Ghosting zu vermeiden, bekommen die Nutzer, wie gesagt, von Treffen eine Benachrichtigung und müssen dann aktiv bestätigen, dass sie kommen. Und wenn man dann trotzdem nicht erscheint, kann dann man beim nächsten Mal keinen Platz im Voraus reservieren. Also wenn man ständig dabei sein will, muss man dann auch kommen. Und wir setzen aber nicht nur auf Konsequenzen, sondern auch wollen so ein bisschen Motivation geben. Und viele kennen ja sicher so ein Stempelkartensystem aus vielen Cafés. Damit sammelt man Vorteile wie zum Beispiel kleine Rabatte oder sogar kostenlose Warten. Und gerade für junge Erwachsene und Studenten, die eigentlich unsere Zielgruppe ist, ja, ist das besonders interessant, weil man dadurch nebenbei etwas sparen kann. Und ja, somit wollen wir, wie gesagt, die meisten Probleme bekämpfen. Und auf der Folie steht, wie eigentlich so unser Plan eigentlich ist. Wir wollen einfach mit einem Pilot in einem kleinen Campusviertel anfangen und dann wollen wir schauen, wie es so läuft, wie viele Leute teilnehmen, wie viele Leute dann wiederkommen, etc. Und erst dann wollen wir dann weiter eskalieren, also dann auf die München, auf die weitere Städte und vielleicht sogar in die anderen Länder dann.